Willkommen auf unserer aufregenden Entdeckungsreise. Wenn diese wahnsinnigen Megaprojekte jemals fertiggestellt werden, wird unsere Welt nicht mehr dieselbe sein. Nur 100 Meter unter unseren Füßen liegt ein Ort, den die Menschheit nie erreichen sollte, bis jetzt. Wir sprechen von schwimmenden Städten, die sich aus dem Wüstensand erheben, von Skigebieten im Herzen des glühenden Arabiens und von Kernreaktoren, die heißer brennen als die Sonne selbst. Das sind nicht einfach nur Gebäude. Es sind milliardenschwere Schlachtfelder des Ehrgeizes, Ort, an denen Nationen darum wetteifern, sich gegenseitig zu übertreffen, auszugeben und zu überdauern. Von verlassenen Megaflughäfen bis hin zu Meerestunneln, die der Natur ins Gesicht lachen, diese 20 atemberaubenden Megaprojekte gestalten nicht nur die Zukunft, sondern setzen auch die Grenzen des Machbaren neu fest. Der 500 Milliarden Dollar Traum. Eine halbe Billion Dollar. Und das Ende ist noch lange nicht in Sicht. Neom City schreibt nicht nur die Regeln der Stadtplanung neu, es zerreißt das alte Spielbuch und baut etwas, das die Welt noch nie gesehen hat. Dies ist nicht nur eine Skyline oder ein futuristischer Stadtteil. Es ist The Line, eine 105 Meilen lange lineare Stadt ohne Autos, ohne Straßen und ohne Kohlenstoffemissionen. Dann gibt es noch Oxagon, ein industrielles Superzentrum, das auf dem Roten Meer schwimmt, und Trojana, ein Wüstenskigebiet, in dem mitten in der arabischen Hitze Schnee fallen wird. Das klingt alles wie Science Fiction, aber der Bau hat bereits begonnen, in einer der rauesten Landschaften der Erde. Die saudische Regierung hat mehr als 500 Milliarden Dollar in diesen Traum gesteckt, um den Termin 2030 zu erreichen. Doch während die Kräne in die Höhe ragen und die Fundamente gelegt werden, holt die Technologie, die für die Umsetzung benötigt wird, noch auf. Die Befürworter preisen Neom als eine Blaupause für die Zukunft. Sauber, efficient, hypervernetzt. Kritiker bezeichnen das Projekt jedoch als überzogene Fantasie, die Milliarden verschlingt, ohne dass der Erfolg garantiert ist. Und jetzt kommt der Clou. Es ist bereits das teuerste Bauprojekt in der Geschichte der Menschheit. Und die Kosten steigen weiter an. Wenn sich die derzeitigen Trends fortsetzen, könnte Neom das erste Billionen-Dollar-Megaprojekt werden, das jemals in Angriff genommen wurde. Was ist Neom also wirklich? Ein Blick in die Zukunft oder das extravaganteste Glücksspiel der Welt? Die Uhr tickt und die Welt schaut zu. Das milliardenschwere Rückgrat Europas. Was passiert, wenn ein ganzer Kontinent beschließt, seine Infrastruktur von Grund auf zu erneuern? Europas 10T-Projekt ist ein solcher kühner Schritt, der mehr als 600 Milliarden Dollar kostet und bis zum Jahr 2050 reichen soll. Es geht nicht nur darum, dass ein paar Straßen neu asphaltiert werden. Der Plan umfasst Hochgeschwindigkeitszüge, modernisierte Autobahnen, neu gestaltete Häfen und Flughäfen der nächsten Generation, die alle zu einem epischen Verkehrsnetz zusammengefügt werden. Das Ziel: Reisen und Handel in Europa sollen schneller, reibungsloser und sauberer werden. Klingt auf dem Papier toll, aber die Realität ist chaotisch. Koordinierung über fast 30 Länder hinweg. Umgang mit politischen Hindernissen, Umweltprüfungen und jede Menge Bürokratie. Die Verzögerungen häufen sich und die Kosten steigen weiter. Aber wenn sie die Landung schaffen, könnte 10T die Entwicklung Europas völlig verändern. Waren passieren die Grenzen in Stunden statt in Tagen. Weniger Verkehr, sauberer Himmel. Dies ist ein großer Schritt in Richtung einer vereinten, energieeffizienten Zukunft. Doch angesichts der hohen Summen, die auf dem Spiel stehen, fragen sich die Menschen, ob dieses Projekt die Welt verändern wird oder ob es sich nur um ein weiteres Riesenprojekt handelt, das unter Papierkram und Versprechungen begraben wird. Kaliforniens Hochgeschwindigkeitskopfschmerzen. Es sollte den Verkehr in Kalifornien verändern und San Francisco mit 220 Meilen pro Stunde mit Los Angeles verbinden. Doch statt schnittiger Züge und schnellerer Pendler wurde das Hochgeschwindigkeitszugprojekt zu einem der umstrittensten Infrastrukturprojekte der USA. Geschichte geworden. Ursprünglich mit rund 33 Milliarden Dollar veranschlagt, hat sich das Projekt auf über 100 Milliarden Dollar ausgeweitet. Und ein Ende ist noch immer nicht in Sicht. Probleme beim Landerwerb. Umweltprüfungen und politische Querelen haben den Fortschritt immer wieder ins Stocken gebracht. Trotz jahrelanger Planung und Ausgaben ist noch keine einzige Meile der Strecke voll funktionsfähig. Die Vision war ehrgeizig. Ein sauberes, schnelles, modernes Bahnsystem,
das den Verkehr und die Emissionen reduzieren und einen neuen Standard für den öffentlichen Nahverkehr in den USA setzen würde. Doch die Umsetzung verlief holprig. Der Central Valley-Teil ist im Bau. Doch viele wichtige Abschnitte bleiben durch Bürokratie und Rechtsstreitigkeiten blockiert. Kritiker argumentieren, es sei ein Fass ohne Boden, das Steuergelder verschlingt. Befürworter betonen, es sei eine notwendige Investition in die Zukunft. So oder so. Die Geduld ist am Ende. Und die Glaubwürdigkeit Kaliforniens in Bezug auf das Projekt leidet darunter. Die Frage ist jetzt nicht nur, wann das Projekt fertiggestellt wird, sondern auch, ob es jemals hält, was es verspricht. Eine von Grund auf neu gebaute Stadt. Der Bau einer kompletten Stadt von Grund auf ist nicht billig. Mit der King Abdullah Economic City, kurz KAEC, will Saudi-Arabien mit 100 Milliarden Dollar seine wirtschaftliche Zukunft neu gestalten. Dieses Megaprojekt an der Küste des Roten Meeres erstreckt sich über 70 Quadratmeilen. Hier geht es nicht nur um Wolkenkratzer oder schicke Häuser. KX soll ein in sich geschlossenes Kraftwerk sein, das hochwertige Wohngebiete, einen großen Schifffahrtshafen, Industriegebiete, Finanzzentren und sogar Unterhaltungsmöglichkeiten miteinander verbindet. Ziel ist es, die Abhängigkeit des Königreichs vom Öl zu verringern, indem diese Stadt zu einem Magneten für Wirtschaft, Tourismus und Technologie wird. Doch das ist kein leichtes Unterfangen. Die Bauarbeiten haben sich über Jahre hingezogen, die Fortschritte waren ungleichmäßig und die weltweiten wirtschaftlichen Veränderungen haben die Dynamik nicht gerade gefördert. Einige Teile der Stadt sind bereits in Betrieb. Wohnsiedlungen, Fabriken und ein großer Hafen sind bereits in Betrieb. Doch vieles bleibt unvollendet. Und der Zeitplan wurde mehr als einmal verschoben. Es handelt sich hier nicht nur um ein Immobilienprojekt, sondern um eine hochriskante Wette auf eine langfristige Umgestaltung. Und da bereits Milliarden ausgegeben wurden und wahrscheinlich noch mehr kommen werden, stellt sich die Frage, kann das KAEC sein Versprechen einlösen oder bleibt es ein halbfertiges Symbol der Ambition? Der Freizeitpark Gigant der Wüste. Eines der kühnsten Unterhaltungsprojekte, das jemals geplant wurde, befand sich nicht in Las Vegas oder Orlando, sondern in Dubai-Land. Mit geschätzten Kosten von über 76 Milliarden Dollar sollte dieses gigantische Projekt jeden Freizeitpark auf der Welt in den Schatten stellen. Der Plan? Ein Megaviertel mit Themenparks, Resorts, Einkaufszentren, Sportarenen und sogar einer originalgetreuen Nachbildung des Taj Mahal. Mit einer Fläche, die doppelt so groß ist wie Disney World, sollte Dubai-Land zur Unterhaltungshauptstadt der Welt werden. Aber die Dinge liefen nicht wie erwartet. Nach dem aufsehenerregenden Start, Anfang der 2000er Jahre, brach die weltweite Finanzkrise aus. Und das Projekt geriet in Verzug. Einige Attraktionen wurden gebaut, andere wurden zurückgeschraubt. Viele kamen nie über das Konzeptstadium hinaus. Selbst jetzt noch sind Teile des ursprünglichen Dubai-Landplans über ganz Dubai verstreut, in anderen Projekten aufgegangen, umbenannt oder zurückgelassen. Es begann als eine Vision, die den globalen Tourismus neu definieren sollte. Doch nach Milliardeninvestitionen und einem noch immer unvollendeten Traum ist Dubai-Land zu einem abschreckenden Beispiel geworden. Wenn Ehrgeiz auf instabile Märkte trifft, können selbst die größten Projekte schnell an Schwung verlieren. Der Flughafen, der regieren will. Dubai ist kein kleines Land. Und der internationale Flughafen Al Maktoum ist ein Paradebeispiel dafür. Es handelt sich hier nicht nur um einen Ausbau der Start- und Landebahn, sondern um einen 33 Milliarden Dollar teuren Plan zum Bau des größten Flughafens der Welt. Ziel ist es, jährlich über 250 Millionen Passagiere abzufertigen. Mehr als das Doppelte dessen, was jeder andere Flughafen derzeit abfertigt. Der Entwurf umfasst 5 Start- und Landebahnen, mehrere Terminals und eine ganze Stadt, die sich darum herum erstreckt. Denken Sie an Luxushotels, riesige Einkaufszonen, Logistikzentren und Wohngebiete. Es handelt sich nicht nur um einen Flughafen, sondern um ein Ökosystem. Der Bau begann mit großen Ambitionen, aber der Weg dorthin verlief nicht reibungslos. Es kam zu Verzögerungen und die globalen Prioritäten verschoben sich. Die Pandemie hat den internationalen Reiseverkehr abgekühlt und Fragen zur langfristigen Nachfrage aufgeworfen. Dennoch hat Dubai den Ball nicht fallen gelassen. Die Arbeit geht weiter, auch wenn sie nicht mehr die Schlagzeilen beherrscht wie früher. Wenn er wie geplant fertiggestellt wird Al Maktoum neu definieren, was ein Flughafen sein kann,
Er soll Dubais Status als globales Luftfahrtdrehkreuz für die nächsten Jahrzehnte festigen. Aber die Risiken sind nicht zu übersehen. Die Kosten steigen. Und die Zukunft des Luftverkehrs ist schwieriger denn je vorherzusagen. Wird dieses Projekt also zu neuen Höhenflügen ansetzen oder von der Realität eingeholt werden? Das ist das Milliarden-Dollar-Spiel, auf das Dubai immer noch setzt. Großbritanniens Atomgesetz. Atomkraft ist nicht billig, und Hinkley Point C beweist dies. Das an der Küste von Somerset gelegene Kernkraftwerksprojekt hat bereits Kosten in Höhe von über 31 Milliarden Dollar verursacht. Und es ist noch immer nicht fertiggestellt. Der Plan war einfach. 2 Reaktoren der neuesten Generation, die Millionen von Menschen mit kohlenstoffarmer Energie versorgen sollten. Doch als der Bau begann, kam die Realität ins Spiel. Technische Probleme, steigende Materialkosten und ständige Verzögerungen machten den Zeitplan zu einem beweglichen Ziel. Die Befürworter argumentieren, dass Hinkley Point C für die Energiestrategie des Vereinigten Königreichs von zentraler Bedeutung ist. Angesichts der Abschaltung älterer Kernkraftwerke und des Ausstiegs aus der Nutzung fossiler Brennstoffe werde dieses Kraftwerk die Stromversorgung aufrechterhalten und gleichzeitig die Emissionen senken, heißt es. Doch angesichts der ständigen Verzögerungen und der ausufernden Kosten wächst die Skepsis. Das Kraftwerk sollte schon vor Jahren in Betrieb genommen werden. Jetzt wird sie möglicherweise erst in den 2030er Jahren in Betrieb gehen. Und mit jedem weiteren Jahr der Verzögerung steigen die Kosten weiter an. Im Moment ist es eines der teuersten Energieprojekte Europas. Befürworter nennen es eine langfristige Lösung. Kritiker sehen darin ein finanzielles schwarzes Loch. Es bleibt abzuwarten, ob Hinkley Point C zu einem Eckpfeiler der sauberen Energie oder zu einem abschreckenden Beispiel für ausufernde Ausgaben wird. Öl unter dem Eis. Nach Öl zu graben ist schon teuer genug. Aber wenn es unter einem gefrorenen Meer mit brutalem Wetter und schwankendem Eis geschieht, ist es noch teurer. Das Kaschaghyn-Ölfeld in Kasachstan hat Kosten in Höhe von über 50 Milliarden Dollar verursacht und wird als eines der schwierigsten Energieprojekte bezeichnet, das jemals in Angriff genommen wurde. Dieses Offshore-Ölfeld im nördlichen Kaspischen Meer ist kein gewöhnlicher Bohrplatz. Die Ingenieure mussten künstliche Inseln bauen, um mit der Arbeit beginnen zu können. Und dann mit eisigen Temperaturen, korrosivem Gas und immer wieder ausfallender Technik kämpfen. Ursprüngliches Ziel war es, eine der größten unerschlossenen Ölreserven der Welt zu erschließen. Stattdessen entwickelte sich das Projekt zu einer Meisterklasse in Sachen Verzögerungen und geplatzten Budgets. Nach mehreren verpassten Terminen und gescheiterten Starts wurde die Produktion schließlich mit jahrelanger Verspätung aufgenommen. Selbst jetzt ist der Betrieb durch Umweltbedenken und technische Probleme ständig unter Druck. Das Kaschaghyn-Feld sollte Kasachstans goldene Eintrittskarte in die Energiewelt sein. Doch angesichts explodierender Kosten und weiterer Herausforderungen fragen sich einige, ob das Kaschaghyn-Feld nicht eher eine Warnung als ein Gewinn war. Einen Fluss bewegen. Wenn das Wasser nicht dorthin fließt, wo man es braucht, bauen die meisten Länder Pipelines oder graben Brunnen. In China werden ganze Flüsse umgeleitet. Das South North Water Transfer Project ist eine der ehrgeizigsten Ingenieursleistungen, die jemals unternommen wurden, mit einem Preisschild von über 48 Milliarden Dollar. Das Problem, der Norden Chinas, in dem Städte wie Peking liegen, ist ausgetrocknet. Die Lösung? Umleitung riesiger Wassermengen aus dem Yangtze-Fluss im Süden durch ein Netz von Kanälen, Tunneln und Pumpstationen, das sich über Tausende von Kilometern erstreckt. Das ist wie Klempnerarbeit im kontinentalen Maßstab. Die Bauarbeiten begannen in den frühen 2000er Jahren und dauern noch immer an. Mehrere Leitungen, einige oberirdisch, andere unterirdisch, liefern bereits Milliarden von Litern Wasser. Aber es war alles andere als ein reibungsloser Ablauf. Verlagerungen, Umweltverschmutzung und massive Wartungskosten belasten das Projekt weiterhin. Befürworter sagen, es sei ein Rettungsanker für Chinas Zukunft. Kritiker argumentieren, es sei zu teuer und nicht nachhaltig. In jedem Fall handelt es sich um ein Wassermanagement, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Wenn man Berge und Flüsse versetzen muss, um Städte am Leben zu erhalten, steht nicht viel mehr auf dem Spiel. Stadt aus Stahl und Rauch. Mitten in der Wüste baut Saudi-Arabien eine der größten Industriezonen der Welt. Jubail 2 ist nicht einfach nur ein Fabrik-Upgrade. Es handelt sich um eine mehr als 80 Milliarden Dollar teure Erweiterung einer bereits riesigen Industriestadt, die das Königreich über die Ölförderung hinaus vorantreiben soll.
Hier geht es nicht nur um mehr Rohre und Anlagen. Wir sprechen von Häfen, Autobahnen, Raffinerien, Wassersystemen und Stromnetzen, die alle zur Unterstützung von Schwerindustrien wie Petrochemie, Energie und Fertigung gebaut wurden. Es ist ein komplettes industrielles Ökosystem, das sich aus dem Sand erhebt. Das Projekt wurde Mitte der 2000er Jahre in Angriff genommen und die Entwicklung verlief in Wellen. Durch den ständigen Ausbau der Infrastruktur wird Jubail 2 die Ostküste Saudi-Arabiens zu einem globalen Exportzentrum umgestalten. Das Projekt ist Teil eines größeren Plans zur Diversifizierung der Wirtschaft, zur Verringerung der Abhängigkeit vom Öl und zur Entwicklung zu einem Schwergewicht im Welthandel. Aber der Aufbau einer Stadt dieser Größe, die von der Schwerindustrie lebt, ist ein langwieriges Unterfangen, das nicht billig ist. Jubail 2 mag nicht so auffällig sein wie Neomer, aber es ist eines der leistungsstärksten und teuersten Projekte, die die Region im Stillen verändern. Besondere Entdeckung. Sie haben wahrscheinlich schon gehört, dass sich die Welt für immer verändern wird, wenn China dieses verrückte Megaprojekt fertigstellt. Aber haben Sie schon gesehen, was da gebaut wird? Dieser massive, ringförmige Riese mit Ranken von Autobahnen sieht eher wie ein Portal als ein Gebäude aus. Könnte dies die Zukunft der intelligenten Städte sein? Oder gibt es einen verborgenen Zweck, über den niemand spricht? Schreiben Sie uns Ihre Meinung. Tunnel unter Schwierigkeiten. Es ist eine der kühnsten Ideen, die hier unter Wasser gebaut wurden. Ein 31 Meilen langer Eisenbahntunnel, der das Vereinigte Königreich und Frankreich tief unter dem Ärmelkanal verbindet. Dieses als Channel bekannte Projekt verschlang inflationsbereinigt mehr als 22 Milliarden Dollar und erforderte jahrzehntelange Planung, Verzögerungen und Dramen. Als der Bau Ende der 80er Jahre endlich begann, wurde er als modernes Wunderwerk gefeiert. 3 Tunnel wurden mit massiven, speziell angefertigten Maschinen durch Kreide und Lehm gebohrt. 2 für Züge, einer für die Wartung. Das Ziel? Eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, die London und Paris in weniger als 3 Stunden verbindet. Aber das Geld war schnell verbrannt. Budgetüberschreitungen, technische Rückschläge und politisches Gerangel trieben die Endkosten weit über die Erwartungen hinaus. Doch 1994 war es vollbracht. Und es wurde Geschichte geschrieben. Heute ist der Channel ein wichtiger Bestandteil des europäischen Reise- und Handelsverkehrs. Aber sein Vermächtnis besteht nicht nur aus Zügen. Es ist eine Erinnerung daran, dass die Zusammenarbeit von Ländern beim Bau eines so gewaltigen Bauwerks ganze Kontinente erschüttern kann, auch wenn es Jahre dauert, bis die Rechnung beglichen ist. Insel in der Bucht. Einen Flughafen zu bauen ist eine Sache. Ihn auf einer künstlichen Insel mitten in der Bucht von Osaka zu errichten, ist eine technische Meisterleistung der Extraklasse. Der mehr als 20 Milliarden Dollar teure Kansai International Airport wurde entwickelt, um Japans wachsenden Flugverkehr und Naturkatastrophen auf einmal zu bewältigen. Das gesamte Bauwerk steht auf künstlich angelegtem Land, das in tiefem Wasser und in einer für Taifune und Erdbeben anfälligen Region angelegt wurde. Klingt heftig? Ist es auch. Der Flughafen wurde 1994 eröffnet und als modernes Wunderwerk gepriesen. Aber die Herausforderungen begannen schnell. Der Boden begann viel schneller zu sinken, als die Ingenieure erwartet hatten. Es mussten Milliarden investiert werden, um die Insel zu stabilisieren, die Start- und Landebahnen zu verstärken und zu verhindern, dass der Ort buchstäblich ins Meer rutscht. Trotz all dieser Rückschläge läuft der Kansai-Flugbetrieb weiter. Sie ist ein wichtiger Knotenpunkt für den internationalen Reiseverkehr und ihr ikonischer, schwebender Look zieht immer noch die Blicke auf sich. Aber der Preis für die Verwirklichung dieser Vision war hoch und er steigt immer noch. Es handelt sich um eines der teuersten Flughafenprojekte aller Zeiten und eine kühne Mahnung, dass man im Kampf gegen die Natur besser tiefe Taschen mitbringt. Peking Starfish Terminal. Wenn China einen Flughafen baut, dann macht es keine halben Sachen. Der Beijing Daxing International Airport kostet rund 17 Milliarden Dollar und ist eines der größten und kühnsten Luftfahrtdrehkreuze der Welt. Allein das Design des 2019 eröffneten Flughafens sorgte für Schlagzeilen. Sein Terminal sieht von oben wie ein riesiger Seestern aus, der sich in alle Richtungen erstreckt. Dieser Flughafen wurde nicht nur wegen des Stils gebaut. Daxing wurde entwickelt, um die Überlastung des Pekinger Hauptstadtflughafens zu verringern und die Stadt auf einen enormen Anstieg der Reisendenzahlen vorzubereiten.
Er bietet Platz für 100 Millionen Passagiere pro Jahr und verfügt über Hochgeschwindigkeitszüge und U-Bahnen, die direkt an das Terminal angeschlossen sind. Es ist mehr eine Ministadt als ein Flughafen. Der Bau wurde in nur 5 Jahren abgeschlossen, was in Anbetracht des Umfangs erstaunlich ist. Doch hinter dieser Geschwindigkeit steckten eine Menge Planung und ein riesiger Haufen Geld. Die Ingenieure mussten auf weichem Untergrund bauen, knappe Fristen einhalten und auf allen Ebenen intelligente Technik integrieren. Daxing ist nun vollständig in Betrieb und steht als Symbol für Chinas schnelles Infrastrukturwachstum. Doch angesichts steigender Instandhaltungskosten und des immer noch unvorhersehbaren weltweiten Reiseverkehrs fragen sich einige, ob der Umfang des Projekts nicht etwas zu ehrgeizig war. Massive. Auf jeden Fall. Praktisch? Dieser Teil steht noch zur Debatte. Das milliardenschwere Tunnelnetz von Sydney. Tunnel unter einer Großstadt zu graben ist nicht einfach. Aber sie zu bauen, während der Verkehr darüber fließt, ist eine ganz andere Sache. WestConnex ist Australiens größtes Straßenbauprojekt aller Zeiten, mit einem Kostenaufwand von über 11 Milliarden $. Und es wird die Art und Weise, wie Sydney atmet und sich bewegt, neu gestalten. Das Projekt erstreckt sich über mehr als 20 Meilen und verbindet die wichtigsten Autobahnen durch ein Netz von unterirdischen Tunneln und ausgebauten Fahrbahnen. Hauptziel des Projekts ist es, Staus zu vermeiden, die Pendlerzeiten zu verkürzen und einen der verkehrsreichsten Ballungsräume des Landes zu entlasten. Klingt solide, nicht wahr? Aber dieses Ungetüm hat für viel Wirbel gesorgt. Anwohner in der Nähe der Bauzonen haben sich über Lärm und Umweltverschmutzung beschwert. Kritiker bemängeln die Kosten und fragen sich, ob das Verkehrsproblem dadurch wirklich gelöst oder nur verlagert wird. Dennoch hat sich der Fortschritt nicht verlangsamt. Die Tunnel sind gewaltig, die Bauarbeiten intensiv und die Fristen eng. Mehrere Etappen sind bereits abgeschlossen. Andere sind noch im Gange. Und WestConnex verändert die Infrastruktur der Stadt mit einem tiefen Graben nach dem anderen. Es ist ein kühner Schritt, um Sydneys Straßen zukunftssicher zu machen. Aber angesichts der bereits ausgegebenen Milliarden und der weiteren geplanten Ausgaben wird sich erst mit der Zeit zeigen, ob sich dieses unterirdische Wagnis auszahlt. Massiver Ehrgeiz, massives Budget und kein Platz für Fehlentscheidungen. Der Flughafen in Deutschland, der nicht abheben konnte. Er sollte glatt, modern und ein stolzes Symbol für deutsche Effizienz sein. Stattdessen wurde der Flughafen Berlin-Brandenburg zu einer weltweiten Pointe. Nach jahrelangen Fehlstarts, technischen Pannen und politischen Dramen wurde er schließlich im Jahr 2020 mit fast 10-jähriger Verspätung und über 8 Milliarden $ eröffnet. Ursprünglich sollte das Gebäude 2011 eröffnet werden. Doch dann ging alles ganz schnell schief. Die Brandschutzsysteme funktionierten nicht. Die Rolltreppen hatten die falsche Länge. Die Verkabelung war nicht in Ordnung. Die Inspektionen fielen immer wieder aus. Die Auftragnehmer kündigten immer wieder. Und die Kosten stiegen mit jedem verpassten Termin. Das Projekt wurde ein schwarzes Loch für Steuergelder und ein schwerer Schlag für Deutschlands Ruf als Präzisionsingenieur. Während andere Flughäfen auf der ganzen Welt mit Innovationen an ihre Grenzen stießen, kämpfte der Bär damit, seine Tore zu öffnen. Jetzt, wo er endlich in Betrieb ist, funktioniert der Flughafen, aber er wird immer noch von seiner schmutzigen Vergangenheit heimgesucht. Mit dem Anstieg der Fluggastzahlen könnte der BER endlich seinen Wert unter Beweis stellen. Doch der Schatten des steinigen Starts wird nicht so schnell verschwinden. Was als Symbol des Fortschritts gedacht war, wurde zu einem Lehrstück darüber, wie man einen Flughafen nicht baut. Jahre zu spät, Milliarden zu viel. Das Flughafenprojekt BER fühlt sich immer noch so an, als sei es gerade erst von der Startbahn abgehoben. Das Fusionsexperiment. In Südfrankreich wird eines der ehrgeizigsten Energieexperimente der Geschichte gebaut. Und es ist nicht billig. ITER, der internationale thermonukleare Versuchsreaktor, ist ein über 24 Milliarden $ teures Megaprojekt, das beweisen soll, dass die Kernfusion eine echte Energiequelle sein kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kernkraftwerken, in denen Atome gespalten werden, wird bei der Kernfusion versucht, die Atome miteinander zu verschmelzen und so den Prozess nachzuahmen, der die Sonne antreibt. Wenn das funktioniert, könnte damit nahezu unbegrenzt saubere Energie erzeugt werden. Aber eine Maschine zu bauen, die mit Temperaturen fertig wird, die heißer sind als die der Sonne, ist ein echter technischer Albtraum. Seit dem Start im Jahr 2010 sind an ITER mehr als 30 Länder beteiligt. Es werden riesige, speziell angefertigte Teile verbaut,
Und die Bauherren stehen vor Herausforderungen, die die meisten Teams zur Aufgabe zwingen würden. Es kam immer wieder zu Verzögerungen. Und die Kosten stiegen von Jahr zu Jahr. Dennoch gibt es Fortschritte. Die riesigen Komponenten der Anlage, von denen einige über Ozeane verschifft wurden, werden Stück für Stück zusammengebaut. Der Plan sieht vor, das erste Plasma bis 2025 in Betrieb zu nehmen, auch wenn dieser Termin mehr als einmal verschoben wurde. Es ist ein Spiel mit der Zukunft. Riesige Summen, lange Fristen und keine Erfolgsgarantie. Aber wenn es gelingt, könnte es die Energiewelt für immer verändern. Hohes Risiko, hohe Belohnung und eine sehr hohe Rechnung. Libyens Wüstenpipeline. Libyen ist nicht für Flüsse bekannt, aber es hat trotzdem einen gebaut. Das Great Man-Made River Project ist ein über 20 Milliarden Dollar teures Megasystem, das Wasser aus den Tiefen der Sahara in die Küstenstädte und das Ackerland des Landes bringen soll. Dies ist kein typisches Wasserprojekt. Es handelt sich um ein riesiges unterirdisches Rohrnetz, das sich über 1700 Meilen erstreckt und fossiles Wasser aus uralten Reserven, die seit Tausenden von Jahren im Untergrund eingeschlossen sind, aus entlegenen Grundwasserleitern bezieht. Die Bauarbeiten begannen in den 1980er Jahren unter der Herrschaft von Muammar Gaddafi. Und das Ausmaß ist unvorstellbar. Hunderte von Tiefbrunnen, Pumpstationen und kilometerlange Betonrohre liefern täglich Milliarden von Litern Wasser in Gebiete, die zuvor knochentrocken waren. Ziel war es, die Trinkwasserversorgung sicherzustellen, die Landwirtschaft zu fördern und die Abhängigkeit von Importen zu verringern. Und eine Zeit lang funktionierte es auch. Die Ernten wuchsen, die Städte dehnten sich aus und die Menschen hatten sauberes Wasser an Orten, an denen das nie möglich schien. Aber das System ist mit großen Problemen verbunden. Das Grundwasser ist nicht erneuerbar. Wenn es weg ist, ist es weg. Und nach Jahren des Bürgerkriegs sind große Teile des Systems baufällig geworden. Trotz allem ist es noch in Betrieb. Eine verschüttete Lebensader, die eine ganze Nation zusammenhält. Ob es sich dabei um eine dauerhafte Lösung oder nur um ein vorübergehendes Wunder handelt, ist noch ungewiss. Moskaus vertikale Umgestaltung. Im Herzen der russischen Hauptstadt erhebt sich eine neue Skyline. Und sie hält sich nicht zurück. Das Moscow International Business Center, auch bekannt als Moscow City, ist ein 12 Milliarden Dollar Projekt, das die alte sowjetische Atmosphäre in eine glänzende moderne Metropole verwandelt. Dieses Megaprojekt vereint Wirtschaft, Luxusleben, Einzelhandel und Tourismus in einer einzigen futuristischen Zone. Wir sprechen hier von einigen der höchsten Türme Europas, wie dem Federation Tower und der Mercury City, die alle in einem dicht besiedelten Innenstadtbereich stehen. Das Design? Elegant. Das Budget? Riesig. Und die Bauarbeiten? Dauern noch an. Das in den 90er Jahren gestartete Projekt hatte mit allen möglichen Problemen zu kämpfen. Von Finanzkrisen bis hin zu Bauverzögerungen. Doch trotz des steinigen Starts schritt Moskau City voran und entwickelte sich zu einer der aufsehenerregendsten städtischen Umgestaltungen in Europa. Es ist mehr als nur eine hübsche Skyline. Das Viertel beherbergt Banken, Regierungsbüros und Weltkonzerne. Doch Kritiker bemängeln, dass das Viertel von außen auffällig und von innen leer ist. Einige Türme stehen halb leer und die hohen Kosten machen Teile davon für normale Russen unzugänglich. Dennoch ist es eine mutige Aussage. Moskau wollte seine globale Präsenz zeigen und Moscow City vermittelt diese Botschaft laut und deutlich. Luxus, Ehrgeiz und himmelhohe Ausgaben in einem einzigen vertikalen Imperium. Londons Tunnelprobleme. London versprach sich von einer ultramodernen Bahnlinie, die die Stadt durchqueren sollte, um den Verkehr zu beschleunigen und die alternde U-Bahn zu entlasten. Eine Wende. Herausgekommen ist eines der am meisten verzögerten und teuersten Verkehrsprojekte in der Geschichte des Vereinigten Königreichs. Das Crossrail-Projekt, das jetzt als Elizabeth Line bekannt ist, sollte eigentlich 2018 eröffnet werden. Stattdessen wurde es schließlich 2022 in Betrieb genommen, mit 4 Jahren Verspätung und Milliarden über dem Budget. Endgültige Kosten: über 23 Milliarden Dollar. Das Konzept war kühn, eine Hochgeschwindigkeitsstrecke mit hoher Kapazität, die über 60 Meilen lang ist, mit 9 Tunneln unter dem Zentrum Londons, 11 brandneuen Bahnhöfen, hochmodernen Zügen, nahtlosen Verbindungen zwischen dem Flughafen Heathrow, Canary Wharf und darüber hinaus. Doch die technischen Herausforderungen unter einer jahrhundertealten Stadt sind groß. Der Tunnelbau durch Gesteinsschichten,
Lehm und bestehende Infrastrukturen dauerte länger als erwartet. Die technische Integration war ein weiteres Problem. Signale und Sicherheitssysteme ließen sich nicht synchronisieren. Und dann kam die Pandemie, die alles nur noch schlimmer machte. Trotz der Rückschläge ist die Elizabeth Line jetzt in Betrieb und verzeichnet enorme Fahrgastzahlen. Dennoch fragen sich viele, ob sich der Stress, die Verspätungen und die ausufernden Kosten gelohnt haben. Sie ist elegant und schnell, aber zu einem Preis, der viele Londoner den Kopf schütteln lässt. Die Luftlandeambitionen der Türkei. Als die Türkei den Bau eines neuen Flughafens in Angriff nahm, hat sie nicht nur groß gebaut, sondern auch kolossal. Der Flughafen Istanbul ist nicht einfach nur eine weitere Start- und Landebahn, er ist eines der ehrgeizigsten und teuersten Luftfahrtprojekte, die die Welt je gesehen hat. Mit voraussichtlichen Gesamtkosten von über 11 Milliarden $, ist er ein Mega-Hub, der den weltweiten Flugverkehr neu definieren soll. Aber in Wirklichkeit geht es nicht nur um Geld, sondern auch um eine Vision. Der Istanbuler Flughafen wurde so konzipiert, dass er jährlich 200 Millionen Passagiere befördern kann, eine Zahl, die selbst die verkehrsreichsten Giganten wie Dubai, Heathrow und Atlanta übertreffen könnte. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2018 hat er den überfüllten Atatürk-Flughafen ersetzt und sich schnell als das Kronjuwel des türkischen Luftraums etabliert. Dies ist kein gewöhnliches Terminal. Es gibt hunderte von Gates, mehrere Start- und Landebahnen, luxuriöse Einkaufszentren, Elite-Lounges und intelligente Technologie an jeder Ecke. Und das war nur die erste Phase. Der Masterplan umfasst 6 Start- und Landebahnen, mehrere Terminals, Hotels, eine eigene Frachtstadt und sogar eine eigene U-Bahn. Eine Stadt in der Stadt, die die Welt in Bewegung halten soll. Doch kein Traum dieser Größe kommt ohne Turbulenzen aus. Umweltverschmutzung, Arbeiterproteste und immense technische Herausforderungen überschatteten das Projekt von Anfang an. Dennoch blieb die türkische Regierung standhaft und erklärte das Projekt zu einem Symbol des Nationalstolzes, der Wirtschaftskraft und des wachsenden Einflusses in der globalen Luftfahrt. Der Flughafen Istanbul, der jetzt voll in Betrieb ist und weiter ausgebaut wird, ist ein Wagnis für die Zukunft, ein kühner Versuch, das neue Zentrum des Luftverkehrs zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten zu werden. Wenn er erfolgreich ist, könnte er der verkehrsreichste Flughafen der Welt werden. Wenn nicht, bleibt er eine der teuersten Wetten, die je in der Luftfahrt eingegangen wurden. Wenn Ihnen dieser Einblick in die wildesten Megaprojekte der Welt gefallen hat, drücken Sie die Gefällt mir-Taste. Abonnieren Sie weitere atemberaubende Bauwerke und sagen Sie uns in den Kommentaren, welches Projekt hat Sie am meisten beeindruckt.